Tier ist bekanntlich das Zollabkommen, das insbesondere den Transport Richtung Türkei und Osteuropa regelt und erleichtert. Hier muss durch entsprechende bauliche Maßnahmen am Aufbau des Aufliegers dafür Sorge getragen werden, dass kein Schmuggelgut auf die Ladefläche des vorab verblombten Aufliegers gelangen kann. Der größte Aufwand muss hierbei natürlich bei den Schiebegardinen vom Krone Profi und Megaliner gemacht werden. Und wie hier am Beispiel dieses Bordwandseilers zu sehen ist, muss das Zollseil um den gesamten Aufbau durch die planen Krampen geführt werden und die Zollseilenden werden vom Zoll versiegelt. Und so wird im Bereich des Bodens für Durchgreifschutz gesorgt. Den braucht es aber auch am Dachholm, Stichwort Zigarettenschachteltest. Daher wird auch beim Profiliner der 190 mm hohe Aluminium-Außenbaum vom Megaliner verbaut. Das bringt maximal mögliche Überlappung von Außenbaum und Plane und erfüllt in Kombination mit den Tierabdeckkappen alle Zollvorschriften. Aber losgelöst vom Zoll werden diese Kriterien, insbesondere das versiegelte Zollseil, auch immer häufiger von dem ein oder anderen Paketgiganten gefordert. Ansonsten hält sich der Aufwand für das Tierzertifikat beim Dryliner in Grenzen, weil hier lediglich die Drehstangenverschlüsse verblombt werden. Allerdings erhält jede Wand 3 Verschraubungen mit einer Schlossschraube, deren Mutter hinten zusätzlich noch mit einem Schweißpunkt gesichert ist. Und das ist beim Krone Cooliner nicht notwendig, weil die ineinander gesteckten Verbindungsprofile verklebt werden. Und am Heck des Fahrzeugs visualisiert die intakte und vorhandene Stahlkugel in der unteren und oberen Türscharnier Verschraubung dem Zoll, das nicht manipuliert wurde. Aber ein Tierschild brauchen Sie alle.